Wir haben Laos verlassen, mit nur noch wenigen Tagen Visum übrig. Kaum zu glauben, aber wir haben es echt geschafft. Hinter uns liegen über 1000 Kilometer matschige Straßen, extremer Regen und wunderschöne Landschaften. Jetzt stehen wir vor den Toren eines neuen Landes, Kambodscha. Was uns hier erwartet, wissen wir nicht. Alles, was wir uns wünschen, ist endlich eine Pause am Meer. Doch schon bei der Einreise stoßen wir auf neue Probleme. Der Rahmen der Suzuki ist endgültig gebrochen. Ein Problem, das schnell gelöst werden muss. Unser Weg führt uns zunächst in die Hauptstadt des Landes. Doch die Regenzeit hat Kambodscha und seine Straßen fest im Griff. Ein neues Land, neue Eindrücke, neue Herausforderungen. Was uns hier wirklich erwartet, wissen wir noch nicht. Also das ist heute vergleichbar früh aufgestanden, um sage und schreibe 8:30 Uhr waren wir schon unterwegs auf der Straße, weil wir einfach nicht schlafen konnten in dem Bett zu dritt. Das war unmöglich. Jetzt sind wir hier in dieser Stadt unterwegs, es ist mal wieder furchtbar heiß, aber auch wunderschön, diese ganzen Tempel, und versuchen uns eine SIM-Karte zu kaufen. Ja, hat sich am Anfang ein bisschen schwer gestaltet, aber jetzt haben wir eigentlich schon alles fertig. Ja, jetzt mal ins Handy rein, gucken, was funktioniert, dann müssen wir noch ein paar andere Sachen machen und dann geht es gleich in die Hauptstadt. Also beeilen wir uns und dann geht's weiter. Das ist unser Hotel gewesen heute Nacht, wo wir halb gut geschlafen haben, zu dritt im Bett. Jetzt gehen wir gleich noch mal einen Burger essen. Dann geht es für uns in die Hauptstadt. Die Honda ist schon ready und gepackt zum Losfahren. Die Suzuki ist halb ready und nicht gepackt zum Losfahren. Wir haben jetzt, wie gesagt, das ganze Gepäck im Auto drin. Und dass der Koffer und das Heck uns nicht komplett wegfliegen, haben wir halt da nochmal die Spanngurte rangemacht an Rahmen, dass es wieder gerade ist und ja, halt sich nicht verabschiedet beim Fahren und dass nicht dann irgend so ein anderer Motorradfahrer über den Koffer abhebt. Direkt hier rechts von uns ist der mächtige Mekong, glaube ich, heißt der Fluss. Nicht, dass ich mich jetzt gerade vertue. Ist wirklich ein riesiger Fluss mit auch echt Hochwasser. Also ich denke mal, wenn man sich da die Treppe anschaut und die Büsche und die Bojen, dass da eigentlich ein Uferstück ist. Ja, ist jetzt auf jeden Fall weg. Ist echt ein riesiger Fluss. Ist das krass. So stelle ich mir irgendwie Amazonas vor. In der Hauptstadt werden wir ein bisschen bleiben. Wie gesagt, müssen wir den Rahmen schweißen und noch so andere Kleinigkeiten machen. Und ich brauche Reifen und eine neue Kette. Meine Kette ist komplett kaputt. Die Suzuki muss dringend einen Ölwechsel machen. Wir haben Angst, dass der Motor wieder einen Schaden genommen hat, weil der ganz komisch rasselt. Aber mal schauen, eins nach dem anderen. Erstmal ein Burger und dann losfahren. Unfall. Und so beginnt unsere Fahrt in die Hauptstadt. Es sind nur 200 Kilometer, eine Strecke, die eigentlich leicht zu bewältigen wäre da nicht die Regenzeit. Zum ersten Mal tauchen wir richtig in dieses neue Land ein. Viel belebter als Laos, viel voller. Es dauert nicht lange, bis wir die wirklichen Ausmaße der Regenzeit sehen. Überschwemmte Felder und Wiesen, kleine selbstgebaute Häuser auf Stelzen und deutlich mehr Verkehr. Der Straßenrand ist voller Leben, Haus an Haus, Verkäufer, freilaufende Tiere. Alles läuft gut, wir kommen gut voran, bis sich die erste Regenwolke über uns zusammenzieht. Ja, wir hatten jetzt Glück, konnten uns im Regen verstecken in so einem kleinen Supermarkt mit so anderen Motorradfahrern. Die Honda steht da mitten im Laden drin. Der Regen hier ist ja echt wirklich stark. Also das kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Das ist schon der zweite Regen heute und das ist bestimmt nicht der letzte, der heute kommen wird. Das Krasse ist, man kann es auch da hinten so ein bisschen sehen und ihr habt es ja bestimmt auch gerade eben gesehen. Es ist alles überschwemmt hier. Also links und rechts von der Straße. Der ganze Mekong ist wirklich voll. Das ist halt das Ende der Regenzeit, da kommt am meisten Regen runter. Jetzt Ende September, Ende Oktober und sowas. Ja, und deswegen haben wir das Vergnügen, jeden Tag mit so einem Starkregen konfrontiert zu werden. Aber die Regenzeit wird auch bald aufhören. Sind wir echt gespannt, wie es dann wird.
Tja, so weit kamen wir gar nicht. Dann hat es schon wieder angefangen voll zu regnen. Das ist echt komplett verrückt, wie das hier abgeht. Ein Kreislauf. Wir fahren immer ein bisschen, dann regnet es. Wir stellen uns unter. Es hört auf zu regnen, wir fahren weiter. Es fängt wieder an zu regnen. Es geht die ganze Zeit so. Es fängt auch immer sofort an, richtig stark zu regnen. Es gibt irgendwie keinen Zwischendrin. Es gibt nur stark und gar keinen Regen. Das ist echt krass, wie viel Regen hier runterkommt. Es ist aber auch echt cool, dass man einfach überall immer reinfahren darf sofort. Ja, Oi, 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 so viel Regen. Das ist Dschungel, Mann. Wir sollen jetzt hier nochmal links fahren. Was soll das machen? Das sieht halt voll falsch aus. Wenn wir jetzt links von uns parallel ist die Hauptstraße. Ach so. Ja. Das ist ja voll bescheuert, hier auf dieser Kackstraße zu sein. Ja, die ganze Zeit schon, aber. Weil die Hauptstraße wäre von dem Kreisverkehr weitergegangen, wo wir damals den Rahmen hatten. Ja. Das ist wild hier. Ja. Oh, 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 oh. Das war tief. Not Das bad. ist tief, das ist tief. Das ist richtig tief, ey. Oh. Kranker Scheiß. Schau, macht doch viel mehr Spaß wie die Hauptstraße. Ja, klar. Wahrscheinlich verreckt mir jetzt die Lichtmaschine. Digga, wir fahren da durch Schlamm und Pfützen, ich fasse es nicht. Ja, wirklich, hier ist eine perfekte Straße. Ja. Ey. Wie bescheuert. Keine Chance! Ja, immer das gleiche Spiel. Regen, nass werden, verstecken, weiterfahren, trocknen, Regen. Wir drehen uns im Kreis mit dem Wetter. Ja. Das Gute ist, wir haben noch 100 Kilometer zur Hauptstadt. 2,5 Stunden noch. Kommen nachts an. Naja, wenigstens sind wir halb trocken, nicht ganz nass. Ja, immer das gleiche Spiel hier. Es fängt an zu regnen, wir verstecken uns. Das Problem halt diesmal ist, der Starkregen ist schon längst vorbei, aber es hört einfach nicht auf zu regnen. Es regnet halt jetzt so normal. Die Wolke sieht auch nicht so aus, als würde es bald aufhören zu regnen. Ja, ist halt echt ungünstig. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt echt in den Regen reinfahren. Auch wenn wir das so ziemlich vermeiden wollen. Jetzt sind wir noch um 90 Kilometer zur Hauptstadt. Wir sind schon 5:30. Blöd. Tja, es war keine andere Wahl, als uns in unsere sexy Regenanzüge reinzuhauen und im Regen weiterzufahren. Schön, aber wir haben uns mit unserem Schicksal abgefunden. Ja, das wird jetzt unschön auf jeden Fall. Bloß wenn die Straßen dann noch rutschig sind und so, muss man echt aufpassen. Und so beginnt die Dämmerung. Langsam aber sicher legt sich die Nacht über uns. Heute waren wir auf perfekten Hauptstraßen unterwegs und dank unseres Navis auch auf kleinen Nebenstraßen. Die Regenzeit zeigt uns ihre ganze Kraft und hat uns heute viel Zeit gekostet. Doch wir sind auf dem letzten Stück, auf dem Weg in die Hauptstadt Phnom Penh. Wir haben es echt geschafft, wir sind jetzt hier in der Hauptstadt von Kambodscha, dessen Namen ich leider vergessen habe. Ich werde es nochmal da oben hinschreiben. Es war nass, chaotisch die Fahrt, echt anstrengend. Wir sind jetzt fast im Stadtzentrum, man sieht auch schon so eine kleine Skyline, da fahren wir jetzt rein. Wir hoffen mal, dass wir ein Hotel finden können. Ich habe schon online geschaut, das ist wieder ziemlich schwer, weil die meisten Hotels haben halt keinen Parkplatz oder keinen Innenhof. Wir fahren jetzt einmal rum, gucken, was wir finden. Wir hoffen, es wird jetzt keine lange Suche, es ist schon 7:30. Hunger haben wir auch, also ab ins Großstadtchaos. Oh,
besser vorgestellt, nur noch chaotisch. Ja, wir haben jetzt ein Hotel gefunden, mitten in der Stadt. So ein kleines, da sind schon andere Motorräder drin. Während die anderen gerade einen Parkplatz für das Auto suchen, warte ich jetzt hier mal die Motorräder. Ja, und dann sind wir gespannt auf die Stadt, was die alles bieten kann und natürlich ein paar Reparaturen am Motorrad. Aber wir sind froh, hier zu sein. Wir waren jetzt hier ein bisschen in der Stadt unterwegs. Wir haben jetzt auch ein Hotel gefunden. Das ist aber ein bisschen interessant, um es mal so auszudrücken. Das zeigen wir euch gleich. Jetzt haben wir erstmal Prioritäten gesetzt. Ja, wir haben ein Restaurant gesucht und wir haben auch eins gefunden. Das war eine Pizzeria. Unser neues Lieblingsessen. Wir essen nur noch Pizza. Hoffentlich eine gute. Hoffentlich eine gute. Wir werden gleich herausfinden. Wir müssen halt dringend das Hotel wechseln. Wir werden das euch nachher noch zeigen, das Zimmer. Problem ist ja echt, dass es halt nicht wirklich perfekt ist. Also morgen früh geht es erstmal wieder auf Hotelsuche, nachdem wir heute schon in 5 oder 6 Hotels waren und wie gesagt nie einen Parkplatz gefunden haben. Jetzt erstmal essen, wichtig, und dann gucken wir uns mal die Stadt noch ein bisschen an, vielleicht mal in eine Bar reinsetzen, haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht, mal ein bisschen unter Menschen kommen. Ja, aber morgen müssen wir erstmal ein Hotel finden. Pizza ist da, sieht auf den ersten Blick richtig gut aus und der erste Biss. Schmeckt auch gut. Unter den wachsamen Augen des Besitzers kann man nichts Falsches sagen, ne? Jawohl, endlich das zu essen. Das ist unser wunderschönes Hotelzimmer, während wir uns hier irgendwie unsere ganze Sache an diesem einen Haufen verloren haben. Wir haben ein echtes Louis Vuitton Bett. Das ist Luxus pur. Premium, $8 Zimmer. Ja. Ja, was soll man sonst sagen? Wir sind irgendwie im Viertel der Obdachlosen hier. Ja, das ist ein sehr schlechtes Viertel. Ja, ist echt krass draußen. Richtig Ratten und Kakerlaken laufen hier auch überall rum. Nichtsdestotrotz, die Motorräder sind sicher, das ist das A und O von uns. Morgen wollen wir trotzdem ein besseres Hotel finden. Wir wollen halt die Stadt einmal richtig erkunden und die Chance haben, mal richtig ja, die Stadt zu erleben. Und da müssen wir die Motorräder länger sicher stehen und wir wollen uns halt wohlfühlen. Wir müssen ein besseres Hotel finden. Wir haben auch echt viel zu tun. Rahmen schweißen, Reifen, Ersatzteilsuche. Jetzt gehen wir erstmal ins Bett, weil wir uns eine Zahnpasta gefunden haben. Ja, guten Morgen, wir sind jetzt gerade aufgestanden. Wir sitzen jetzt vorm Café hier in der Hauptstadt von Kambodscha. Wir haben gar nicht gut geschlafen, weil da waren Ratten in der Decke drin. Die waren echt super laut und uns waren mal erschrocken. Man kann halt ganz klar die Ratten hier hören in den Lüftungskanälen. Das ist so krass. Und es riecht halt auch überall nach Ratte hier und nach dieser Rattenpisse. Es gibt voll die Flashbacks an Dubai. Also jetzt der Ausplan ist jetzt dann gleich die Motorräder zu bepacken. Ui, der hat aber ganz schön viel dabei auf seinem Roller. Ziel ist gleich mal die Dinger zu bepacken, die Motorräder. Dann rumfahren und einen neuen Schlafplatz suchen, wo wir auch die Motorräder sicher stehen lassen können, dass wir dann wirklich so eine Woche hier mal in der Stadt bleiben können, das ganze Gepäck runter machen können und hier auch so ein bisschen rumfahren können und Sachen anschauen. Aber die Suche ist ja extrem schwierig, weil eigentlich keiner hier einen Parkplatz hat. Aber mal schauen. Wir werden schon irgendwas finden, ich hoffe, es dauert nicht so lang. Wir waren jetzt ewig auf Hotelsuche, haben es endlich geschafft. Das ist am anderen isländischen Nachmittag. Wir waren auch schon in der Werkstatt, um wegen der Suzuki zu fragen, ob es da irgendwie schweißen geht. Da können wir morgens mit schweißen. Jetzt sind wir mal zu einem Computerladen. Der arbeitet vielleicht mit Dell zusammen. Vielleicht kann der uns mit unserem Computerproblem mit dem Laptop helfen. Mal schauen, wenn wir hinfahren, fragen, gucken, was passiert. Ja, neben so einem größeren Markt sind wir jetzt in einem kleinen Markt direkt an der Straße. Es ist richtig geil, dass hier einfach überall diese kleinen Märkte sind. Du musst keine 10, 20 Meter laufen und hast sofort was. Wir haben jetzt 2 Bier gewonnen einfach. Die trinken wir jetzt einmal hier ganz entspannt, wenn wir ein Restaurant suchen.
echt Glück gehabt. Heute ist der Lucky Day. Und dann werden wir gleich mal irgendwo ein Restaurant suchen und dann mal gucken. Heute, glaube ich, gehen wir mal früh ins Bett. Morgen geht es dann zum Mechaniker schweißen. Ne? Ja, morgen Motorrad auseinanderbauen. Wie immer. Irgendwo in der kleinen Stadt oder großen Stadt. So, 2025, Hauptstadtname Nightlife. Passender Slogan zum passenden Hintergrund. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Auf geht's. Das ist direkt neben dem Hotel. Wir suchen uns immer die besten Gegenden aus. Ja, wir wählen halt immer ganz billig. Und ganz billig ist meistens in den nicht ganz so guten Gegenden. Ja, wer hätte es gedacht. Ja. Wir sind weiter in der Hauptstadt unterwegs. Wir müssen uns einen neuen Laptop kaufen, weil der Dell funktioniert wie gesagt überhaupt nicht. Und wir können jetzt seit Ewigkeit nichts mehr machen. Das ist Katastrophe, supportet es uns nicht. Wir haben es jetzt aufgegeben, mit Dell abgeschrieben. Geht einfach nicht. Wir wollen uns einen neuen Laptop kaufen, weil es einfach extrem wichtig. Wir können halt nichts machen aktuell. Das ist ein finanzieller Horror. Deswegen hocken wir jetzt hier in diesem Tuk-Tuk und fahren zu irgendwelchen Computergeschäften, um uns einen neuen Laptop zu holen. Ja, finanziell halt echt eine Katastrophe. Verkehr ist auch eine Katastrophe. Mal schauen, was da heute rumkommt. Ja, den ganzen Tag gedauert, haben wir uns einmal für einen Laptop entschieden. Mercedes AMG-Version ist, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Aber es ist recht leistungsstark. Wir hoffen, dass er funktionieren wird, dass es nicht wieder so anfängt. Ja, das Problem mit dem Dell ist ja auch noch nicht geregelt und wir hoffen einfach, dass man jetzt wieder normal arbeiten kann und ja, was wir ist kein Pech haben. mit dem, ja, nicht nochmal. Wir bekommen halt jetzt eine Dell-Tüte und eine Dell-Laptop-Tasche geschenkt. Schon ein schlechtes Zeichen. Mit Dell wollen die irgendwas zu tun haben. Der Kundenservice ist so unter aller Sau. Richtig frech. Der Dell-Laptop war sogar teurer wie der jetzt, wobei der viel mehr Leistung hat. Aber wir hoffen einfach, dass der jetzt funktioniert. Das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Seit 3 Wochen sind irgendwie alle unsere Projekte eingefroren wegen dem blöden Laptop. So, wir haben jetzt tatsächlich gekauft. Da ist der neue Laptop. Echt krass. Und nochmal danke an Green Battery, dass du uns wieder geholfen hast mit dem Laptop auch. Ohne dich wäre das unmöglich gewesen. Ja, sonst hätten wir gar keine Chance gehabt, das zu machen. Also sehr großes Dankeschön. Ja, Ja, wir können ganz bald wieder weitergehen und arbeiten. ja. Sehr geil. Jetzt haben wir 2 Laptops auch schon bekommen. Echt krass. Danke für die ganze Unterstützung. Jetzt geht's durch den krassen Verkehr nach Hause, Updates installieren und dann mal gucken, was so geht. Ne? Für uns geht's jetzt wieder ins Hotel. Wir haben es endlich geschafft, als ich den ganzen Tag am Laptop suche. Wir sind also mitten in der Rush Hour drin. Jetzt geht immer richtig ab. Rush Hour ist echt, da gibt es keine Gesetze. Überall fährt irgendwas vorbei. Ja, da ist das gute Ding. Das werden wir gleich mal einschalten. Ist ein ziemlich düsteres Gefährt, wo wir diesmal drin sitzen, aber hat irgendwie auch seinen eigenen Charme, besonders der Gaming-Stuhl als Fahrersitz. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis wir jetzt zurückkommen. Das ist wild. Hier ist das Prachtexemplar. Seid mal gespannt. Tada! Sieht ja schon der Laptop aus. Fett AMG mit drauf. Ja, mit dem Mercedes-Zeichen. Ah, das ist noch nicht alles. Es wird noch besser. Eine wunderschöne Abdeckung. Auch Mercedes natürlich drauf. Ja, und viele Tasten haben ein ganz lustiges Ding. Zum Beispiel der Einschaltknopf ist ein Start-Engine-Knopf. Und sonst haben sämtliche andere Knöpfe auch ziemlich lustige Bezeichnungen, wie hier dieser Turbolader-Knopf oder ja, allein die Maustaste. Natürlich auch ein Mercedes-Zeichen mitten auf dem Laptop. Ziemlich random damit irgendwo im Café zu hocken mit so einem fetten Mercedes-Stern auf dem Laptop. Sieht schon ziemlich uncool aus. Aber es kommt auf die inneren Werte an. Ja, es kommt die Innerwert drauf an. Hoffentlich wird es nicht so ein Fall, ey. Nicht kaufen. Mal gucken, wie MSI wird. Ja, ich hoffe, wir werden den Kundenservice niemals kontaktieren. Ja. Yes, it's okay. Not broken, sir. Yes, it I is. think you have this. No. Have the bolong. You can chop it. Look. Oh, sure. Okay. Turn go straight and that cross. Turn left. Yes. You can see a left hand side about 50 meters from here to there. Okay, thank you. Okay, ich habe jetzt hier eine Werkstatt gefunden, wo mir das schweißen kann. Man sieht auch, dass es hier einmal komplett durchgebrochen ist. Auf beiden Seiten. Zum Glück haben wir im Iran noch die Metallstangen da reingeschlagen. Sonst wäre mir das einfach beim Fahren aufgefallen. Ja, und jetzt geht's bald wieder super. Kostet $15, der bei der Motorradwerkstatt wollte 40 haben. Sehr geil. Wird geschweißt, ich denke auch, die machen einen guten Job. Und dann kann ich bald wieder mein ganzes Gepäck draufladen und hoffen, dass es halten wird. Wie immer ist es voll stark am Regnen. Die sind noch am Schweißen, aber Arbeit ist fast fertig. Und dann, ja,
Jetzt hoffentlich aufzuregnen, wenn ich wieder zurückfahre. Jetzt wieder zurück in der Garage. Sitzt wieder alles, passt alles. Der Koffer ist wieder drauf. Draußen ist noch immer voll am Regnen. Ja, mal gespannt, wie lange das jetzt alles halten wird. Ja, es ist recht ruhig bei uns geworden, weil wir ein neues Hobby gefunden haben. Ja, wir sind jetzt geworden. Wir wollen nicht mehr reisen, wir wollen nur noch vom Computer sitzen. Ja, wir wollen nur noch im Zimmer sitzen, ohne Fenster, ohne Tageslicht, das ist ganz wichtig. Ja, wir haben ultra viel zu tun und ja, die neuen Laptops zahlen sich aus, beziehungsweise der eine hat echt Power, der Dell ist so hart am Abnippeln. Ja, der stürzt regelmäßig ab, aber man kann irgendwie schon noch was mitmachen. Gott sei Dank. Ja, und deswegen, Luca hat einen Motorschaden. Genau. Deswegen sitzen wir jetzt hier in der Hauptstadt von Kambodscha fest, aber wir haben genug zu tun. Also. Ja, eigentlich wollten wir schon mehr sein, aber es ist nicht schlimm. Jetzt so seit 5 oder 7 Tagen sitzen wir jetzt hier in diesem Hotelzimmer und machen die ganze Zeit nur am Computer rum. Ohne Fenster. Wir haben recht viele Sachen vor, natürlich normale Videos. Wir haben ein ganz neues Format vor. Genau, wir planen ein neues Format. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon das Video gesehen habt, wenn ihr das hier jetzt seht. Aber ja, wir hoffen, dass es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dass es euch gefallen wird. Ja, wir haben echt viel vor. Plus noch im Internet irgendwie wollen wir auch noch ein bisschen Präsenz zeigen und euch irgendwie noch mehr Möglichkeiten geben, mit uns irgendwie was zu machen. Keine Ahnung. Ja, wir haben viele Pläne, wir haben viel vor und hoffen, dass das auch alles so klappt und ankommt, wie wir uns das vorstellen. Ja, wir freuen uns schon auf die ganze Arbeit, aber dann auch auf dem Meer zu chillen. Wir sind richtige Nerds geworden. Das hat da wirklich keine Fenster. Das ist immer, wenn man einmal rausgeht am Tag oder zweimal, um sich was zu trinken zu holen, dann blendet sich die Sonne komplett weg. Ja, und dann, wenn man wieder rausgeht, das nächste Mal ist dunkel. Ja. Man kriegt gar nicht mit, wie der Tag zu Ende geht. Ist schon krass. Ja, mal schauen. Und so vergehen die Tage in der Hauptstadt. Wir haben extrem viel nachzuholen, viele Videos zu schneiden und jetzt dank Queen Battery und auch dank euch ganz neue Möglichkeiten. Den Großteil der Zeit verbringen wir im Zimmer oder in der Stadt auf der Suche nach Ersatzteilen. Unsere Fahrt ans Meer verschiebt sich immer weiter. Das Auto unseres Freundes und Mitreisenden steht noch immer in der Werkstatt. Wirklich viel zeigen können wir leider nicht. Wir haben kaum gefilmt und kaum was unternommen. Wir versuchen mit unseren Videos immer besser zu werden. Doch hinter allem, was ihr seht, stecken unzählige Stunden vor dem Computer. Irgendwann aber ist es soweit. Das Auto ist fertig und wir beginnen uns auf die Fahrt ans Meer vorzubereiten. Tag der Abfahrt ist gekommen, wir verlassen jetzt endgültig die Hauptstadt fürs Erste. Also einmal letztes Mal Essen bestellt, dann fahren wir Richtung Meer, wo genau wissen wir noch nicht. Ja. Das ist alles ein bisschen teuer, wir brauchen nochmal ein Hotel. Wir sind nicht ganz fertig geworden mit der Bürokratie, mit den Sachen, die wir gerade machen. Also brauchen wir nochmal Strom und wegen dem Regen ist auch noch blöd. Ich glaube, ich komme nochmal ein Gewitter. Brutal heiß heute. Ja, Essen und dann losfahren. Der Tag ist endlich gekommen. Nach über einer Woche geht es weiter. Endlich zu dem Ort, auf den wir uns schon so lange freuen, ans Meer. Nur noch rund 300 Kilometer trennen uns davon, nach so langer Zeit wieder einen Strand zu sehen. Wir kämpfen uns durch den chaotischen, lauten Verkehr der Hauptstadt, vorbei an riesigen Regierungsgebäuden und kleinen Häusern. Ein extrem heißer Tag, zum ersten Mal seit langem ohne Regen. Irgendwann lassen wir die Stadt hinter uns, fahren durch kleine Vororte, über holprige Straßen, vorbei am Chaos am Straßenrand und hinein in die ländliche Gegend Kambodschas. Immer wieder merken wir, dass der Verkehr hier die volle Aufmerksamkeit verlangt. Und trotzdem ist es spannend, das Leben am Straßenrand zu beobachten. Die vielen kleinen Dörfer, durch die uns die Straße führt, Verkäufer direkt am Straßenrand, freilaufende Tiere und Motorräder, die völlig überladen sind. Mit jedem Kilometer wird es dünner besiedelt, bis wir schließlich voll in die Natur Kambodschas eintauchen. Unser Ziel ist die Hafenstadt Preah, doch bis wir dort ankommen, dauert es noch.
Eieieiei. Ich bin gar nicht ready für sowas, gar nicht. Oh Das Mann. wird immer schlimmer, ey. Oh, Opa. Oh, Oh. Junge, Alter, die Platten sind ja anders mies. Wenn du jetzt ans Wasser geflogen wirst, ey. Klasse. Das ist ja nicht gut. Nee. Die Platte hat ends rausgeschaut. Es gibt keine Probleme. Oh ja, ich sehe den Müll. Gar nicht mal so wenig Müll. Echt viel Müll. Ja, krass. Alter. Ich spüre das richtig, durchs ganze Motorrad. Das glaube ich dir. Das ist richtig wild. Alter. Alter. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind wirklich am Meer. Nach so vielen Monaten. Wir haben uns so ans Meer gewünscht. Leider ist der Tag nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. War eine absolute Katastrophe heute. Der Verkehr in Kambodscha ist so chaotisch. Wir verstehen jetzt auch, warum die Haupttodesursache Straßenverkehr ist hier in Kambodscha. Also es ist da wirklich überhaupt kein Witz, halt hier zu fahren. Ja, das Hotel, wo wir hingefahren sind, existiert nicht. Wir wollten ein kleines, ruhiges Plätzchen haben, haben wir jetzt mehr oder weniger auch. Hier ist gar nichts um die Ecke, außer halt alles voll Müll, leider. Die Straßen hier waren auch ziemlich heftig und wir werden jetzt einfach eine Nacht hier bleiben. Wir machen jetzt kein Risiko mehr und fahren so eine Meile durch die Gegend. Wir werden morgen früh uns einen Plan machen. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, wir haben nur ein Bier. Wenigstens haben wir ein Bier. Ja, wir bauen uns mal das Zelt auf, wir haben nicht mehr gecampt. Wir hoffen, es wird nicht regnen heute Nacht. Können wir die Wellen rauschen hören. Für uns wird es ernst, wir bauen uns ein nagelneues Zelt auf, was wir damals in China bekommen haben. Jetzt bestimmt 2 Monate die Gegend gefahren, erster Einsatz. Ja, mal schauen, wie wir uns jetzt gleich beim Aufbauen schlagen werden. Das ist das allererste Mal für den Zelt. Ja, wird schon. Ja, wir haben genug Zelte in unserem Leben aufgebaut. Wir müssen noch einen Platz und den Müll hier finden. Wird schon, wahrscheinlich mitten rein, vielleicht noch eine Plane drunter, weil es nass. Und dann, ja, am Strand trauen wir uns halt nicht, das Zelt aufzubauen. Nicht, dass es dann irgendwie doch die Flut kommt und uns dann eine miese Überraschung gibt irgendwann in der Nacht. Ja, mal aufbauen und gucken. Unser Zelt ist aufgebaut. Es hat kurz ein paar Minuten gebraucht, bis es unseren Kopf klack gemacht hat, aber es ist gar nicht mal so schwer. Wir haben ein wunderschönes Haselnussmuster an der Seite. Wie gesagt, das haben wir in China geschenkt bekommen von Queen Battery. Nochmal vielen Dank, dass du uns ein neues Zuhause mit so einem schönen Muster gekauft hast. Von innen ist es komplett schwarz. Da bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn die Sonne mal drauf knallt. Ob das sich dann brutal aufheizen wird. Ist ein recht nices Zelt. Eigentlich super easy im Aufbau. Theoretisch sollte es wasserdicht sein. Also theoretisch, laut Packung ist es wasserdicht. Ich hoffe, wir werden es heute Nacht nicht herausfinden. Der Himmel sieht aber recht freundlich aus. Der Mond steht recht hoch. Ja, richten wir uns mal ein nach so langer Zeit campen. Wird ein Spaß, denke ich. Und mit kaputter Isomatte. Ja. Das ist echt brutal heiß, das liegt jetzt im Zelt. So verdammt heiß. Das ist richtig krass, man kann sich das nicht vorstellen. Wir haben bestimmt noch 30 Grad oder mehr, aber immerhin hört man das Rauschen der Wellen. Voll am Schwitzen, ey. Und ich habe auch noch den tollen Plastikschlafsack mit dem Flauschi innen drin. Oh Gott. Na bitte, warme Nacht. Was ist schon Klimaanlage? Ja, wirklich, die vermisse ich jetzt schon.